Wer in Deutschland wohnt oder in Deutschland ein Unternehmen führt, der muss möglicherweise bei Zahlungen ins Ausland die sogenannte AWV-Meldepflicht berücksichtigen. Dazu gibt es immer noch ziemlich viel Verwirrung. Wann muss man diese machen? Warum muss man diese überhaupt machen? Um was geht es hier eigentlich? Daher wollen wir uns das in diesem Video einmal näher anschauen. Also zunächst mal ist festzustellen, dass es in Deutschland keinerlei Meldepflichten gibt hinsichtlich von Kontoeröffnungen im Ausland. Jede natürliche Person, jede juristische Person in Deutschland kann Konten im Ausland eröffnen. Man muss diese Kontoeröffnung nirgendwo melden, weder dem Finanzamt. Das ist alles komplett egal, auch zum Beispiel in Ländern, die nicht am automatischen Informationsaustausch teilnehmen. Dennoch muss man natürlich Einkünfte, die man auf diesen Konten erhält, zum Beispiel Kapitalerträge, in der Steuererklärung angeben. Das ist ja ganz klar. Aber eine Meldepflicht wie in anderen Ländern, wenn man ein Auslandskonto eröffnet, das gibt es in Deutschland nicht. Was es in Deutschland allerdings gibt, ist eine sogenannte AWV-Meldepflicht. AWV steht für Außenwirtschaftsverordnung. Und hier muss man tatsächlich manche Zahlungen ins Ausland an die Bundesbank melden. Zunächst mal nun die Frage, um was es bei dieser Meldung eigentlich geht. Geht es hier um Geldwäschebekämpfung? Geht es hier um Finanzamt? Nein, um beides geht es nicht. Es geht tatsächlich nur um rein statistische Zwecke. Es geht hier nicht darum zu prüfen, ob du Steuern bezahlt hast oder ob du möglicherweise ein Geldwäscher bist. Es geht schlicht und ergreifend um die deutsche Außenhandelsstatistik. Deswegen muss man diese Meldung machen. Jetzt wärst du vielleicht versucht zu sagen, naja, das kann ja alles nicht so wichtig sein. Ich kann ja diese AWV-Pflicht hier ruhig ignorieren, dient ja nur der Statistik, hat ja nichts mit Finanzamt, Steuern oder sonst irgendwas zu tun. Könnte man meinen. Allerdings gibt es hier Geldbußen von bis zu 30.000 €, wenn man diese Meldung nicht macht. Außerdem ist es natürlich schon so, dass das Finanzamt in diese Daten auf Wunsch reinschauen kann. Das heißt, wenn du zum Beispiel hier im Verdacht stehst, Steuern hinterzogen zu haben und du hast dann eine solche AWV-Meldung nicht gemacht, dann wirkt sich das vielleicht negativ auf dich aus. Das Gleiche könnte man nicht nur in puncto Steuern vermuten, sondern eben auch Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung. Auch dort wird es ja immer ernster. Wenn da also mögliche Verdachtsmomente gegen dich vorliegen und dann sieht man, dass du solche Meldungen nicht gemacht hast, können diese Verdachtsmomente sich möglicherweise erhärten. Aber ansonsten, wie gesagt, hat das nichts mit dem Thema Steuern oder Geldwäsche zu tun. Es dient rein der Statistik. Wann muss man denn nun überhaupt eine solche Meldung machen? Das fragst du dich vielleicht. Nun, man muss grundsätzlich eine solche Meldung machen, wenn man 12.500 € oder mehr ins Ausland überweist. Was heißt überweisen? Nun, eine Überweisung kann eben eine Überweisung sein, aber auch Lastschriften, Schecks, Wechsel oder auch Barzahlungen. All das sind relevante Zahlungen. Ab 12.500 sind sie grundsätzlich meldepflichtig. Wenn du also zum Beispiel 13.000 € per Western Union verschickst, dann ist es meldepflichtig. Auch alles, was mit Krypto zu tun hat, ist grundsätzlich meldepflichtig. Transaktionen mit Wertpapieren sind meldepflichtig, jedenfalls, wenn es hier um den Kauf von Wertpapieren oder um den Verkauf geht. Zahlungsausgänge und Zahlungseingänge auf deinen Konten sind meldepflichtig. Auch wenn du zum Beispiel von deinem Auslandskonto jemandem eine Zahlung machst, der ebenfalls im Ausland ist, dann ist das ebenfalls meldepflichtig. Allerdings gibt es hier auch einige Ausnahmen. Was ist zum Beispiel nicht meldepflichtig? Nun, Zahlungen für die Ein- und Ausfuhr von Waren. Wenn du also zum Beispiel über Amazon hier eine große Bestellung absetzt über 15.000 €, zum Beispiel vielleicht für dein Business, dann ist diese Zahlung nicht meldepflichtig.
Kredite und Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten sind ebenfalls nicht meldepflichtig. Wenn du hier zum Beispiel eine Festgeldanlage von 6 Monaten kaufst, dann ist das nicht meldepflichtig. Hat sie eine längere Laufzeit, wäre sie meldepflichtig. Nun vielleicht der wichtigste Punkt: Überweisungen an dich selbst sind ebenso nicht meldepflichtig. Überweist du also Geld von deinem deutschen Konto auf dein Auslandskonto, ist dies nicht meldepflichtig. Auch wenn du zum Beispiel im Ausland einen Broker hast, wir reden hier ja zum Beispiel oft von Interactive Brokers oder auch Swissquote, und du überweist an diesen Broker Geld, um Aktien zu kaufen, dann ist diese Überweisung zunächst nicht meldepflichtig, denn sie geht ja auf dein eigenes Verrechnungskonto bei dem Broker. Kaufst du dann aber Aktien, die du hier letztlich von dem Verrechnungskonto dann bezahlst, was du ja beim Broker hast, dann wäre diese Zahlung wiederum meldepflichtig, jedenfalls dann, wenn es mehr als 12.500 € sind. Nun also die interessante Frage, wie du überhaupt eine solche Meldung machst. Du musst hier die Deutsche Bundesbank anrufen. Man kann heute Meldungen nur noch per Telefonhotline machen. Schriftlich geht es nicht mehr. Diese Nummer kannst du hier zu den üblichen Bürozeiten anrufen und dann musst du hier einfach bestimmte statistische Informationen zu deiner Zahlung durchgeben. Als Unternehmen muss man sich im Vorfeld registrieren und muss dann auch eine Registriernummer bei der Meldung durchgeben. So, nun fragst du dich vielleicht, bis wann überhaupt eine solche Meldung fällig ist. Nun, du musst die Zahlung bis zum 7. Kalendertag des nachfolgenden Monats melden. Wie lange du also Zeit hast, um die Meldung zu machen, hängt damit von der Zahlung ab. Egal, ob du am 4. Juni oder am 25. Juni die Zahlung machst, bis zum 7. Juli musst du die Meldung machen. Was ist nun, wenn du verpasst, die Zahlung rechtzeitig zu melden? Nun melde dich am besten zeitnah bei der Bundesbank. So kannst du übrigens auch Fehler weitergeben, die du möglicherweise bei der Meldung gemacht hast. Es kann trotzdem zu einem Bußgeld kommen. Wie gesagt, die Bußgelder sind bis zu 30.000 €, aber in vielen Fällen, jedenfalls so ist es mir bekannt, kommt es nicht zu einem Bußgeld. Du kannst auch eine schriftliche Selbstanzeige machen. Diese musst du dann aber an das Hauptzollamt richten. Und das ist der einzige rechtswirksame Weg, tatsächlich ein Bußgeld zu verhindern. Aber bitte unbedingt an das Hauptzollamt und nicht an die Bundesbank. Das Problem ist nämlich, dass die Selbstanzeige an das Hauptzollamt später unwirksam ist, wenn du bereits die Bundesbank über das Vergessen informiert hast. Also eine durchaus ernstzunehmende Sache, diese AWV-Meldepflicht. Ich würde jedem raten, der Zahlungen ins Ausland macht, diese ernst zu nehmen, die entsprechenden Meldungen zu machen. Es sieht auf jeden Fall nicht so gut aus, wenn mal irgendjemand danach fragen sollte, sei es in einer Steuersache oder in einem anderen Zusammenhang. Es ist ein etwas seltsames System in Deutschland, ja, das muss man sagen. Nicht viele Länder kennen eine solche Meldung, aber aufgrund der Tatsache, dass die Bußgelder doch ziemlich hoch sein können, ist es hier ratsam, dass jeder die entsprechenden gesetzlichen Anforderungen befolgt und auch tatsächlich die Meldung durchführt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.